Jo, mir ist warm, die Sonne scheint, heißt, wir sollten irgendwo hinfahren, wo es noch viel, viel wärmer ist. Und wir haben die Koffer gepackt. Willkommen auf der nächsten Tour. Wir nehmen euch in diesem Video mit und erklären euch nochmal komplett Basics Fernreise, was man beachten muss mit Schwerpunkt USA. Das Step by Step, aber das hat alles auch Allgemeingültigkeit für viele, viele andere Reisen, die ihr machen könnt. Wir haben das super oft schon gemacht. Ich habe gesagt, das machen wir nicht mehr. Ihr habt gesagt, oh, mach das weiter, wir wollen Anreisevlogs. Ja, den gibt es jetzt nochmal. Ob es dann nochmal einen gibt, weiß ich noch nicht. Aber wir starten jetzt bei 30 Grad in Deutschland. Fahren jetzt erstmal vielleicht, hoffentlich mit der Regiobahn nach Köln, um dann mit dem ICE nach Frankfurt zu fahren. Wir fliegen nämlich erst morgen, dazu gleich mehr. Bleibt nämlich jetzt schon wieder spannend. 130 Minuten hat der RB33 Verspätung, der dann 5 Minuten später angesagt wurde, als fällt heute aus, wegen Personen im Gleis. Und ja, schauen wir mal, unserer soll jetzt kommen. Da fährt der in Köln schon Verspätung. Anderes Thema für gleich. Wundert das irgendjemand, A, wenn wir Zug fahren, B, wenn es in Deutschland warm wird, dass das nicht funktioniert? Mich wundert das nicht. Die werden auch nicht fertig, wir können auf keinen Break warten, wo mal kurz keiner was sagt, weil ständig werden jetzt gerade die Gleise gewechselt, die Züge fallen aus. Ja doch, dann hört man es aber besser, den ganzen anderen Quatsch drumherum nicht. Und unser ICE, den wir nehmen wollten, hat 70 Minuten Verspätung. Ob das was wird, was wir nehmen, keine Ahnung. Das ist übrigens der Grund, warum wir heute schon unterwegs sind, obwohl wir morgen erst fliegen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Aber wir haben so eine ungünstige Flugzeit. Wir fliegen irgendwie, was hast du gesagt, 7:30? 8:50 Uhr, also fast 9 Uhr fliegen wir. Und das ist halt, wenn du morgens direkt dann nach Frankfurt mit dem IC startest, ist mir ein bisschen zu knapp. Und es ist aber auch zu spät für, man fährt nachts dahin. Und wie man sieht, braucht man auch Puffer. Und den haben wir jetzt und das ist auch gut so. Zeigen wir auch gleich noch. Und dann gibt es auch noch ein paar hilfreiche Tipps, Tricks und Hinweise für allgemeingültig irgendwelche Fernreisen. Das ist hier gerade, glaube ich, ein bisschen zu ungemütlich für alle Beteiligten. Ja, das ist halt eine Rolltreppe, ne? Stehen so alle wieder drin. So, wir sind jetzt in einem anderen ICE. Unser kommt ja noch nicht und nach 20 Minuten empfällt ja die Zugbindung, das ist schon mal ganz gut, weil wir jetzt hier auch gar nicht so voll sind. Das ist gut, wer weiß, was noch kommt, aber Siegburg, Bonn, Montabaur, Limburg Süd und ich glaube, dann sind wir erst am Flughafen. Ja, genau, danach kommt der Flughafen. Frankfurt ist so Endstation und wir fahren. Ja, muss man selber entscheiden, ob man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen möchte oder nicht. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. War, glaube ich, gar nicht so gut. Aber wir werden auch später auf dieser Reise noch mehr als wir zwei und werden auch dann anders zurückreisen. Dazu in ein paar Tagen mehr. Und ansonsten ist das natürlich mit den Reisezeiten immer so, wie es zum einen vielleicht gerade bei einem selber passt. Und wir sind ja mehrere, also war das nicht so einfach, einen Zeitpunkt zu finden. Also sind wir jetzt im Sommer und später geht auch nicht, weil dann haben die ganzen großen Parks nämlich unter der Woche geschlossen. Das ist dann auch nicht so zielführend, wenn man eine Tour mit vielen Parks macht, was diese Tour nicht ist. Was wir machen, später irgendwann mal. Klar, dass wir jetzt kurz vor Frankfurt im letzten Bahnhof nochmal stehen geblieben sind wegen Stellwerksausfall, oder? Wir sind in Frankfurt, wir sind am Fraport angekommen und sind einmal jetzt hier rausgegangen, denn wir haben das erste Mal geplant, dass wir ja eine Nacht vorher schon anreisen wegen der Flugzeit. Wir hatten das ja bei der letzten großen Tour umgeplant, dass wir eine Nacht in Frankfurt verbracht haben und haben uns jetzt durch ein Hotel rausgesucht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Das heißt auch Platzhirsch, ja. Wie das Parkhaus, ja. Dann ist es das. Und die haben auch einen Shuttle. Die holen einen beim P29 ab und fahren einen dann dahin und auch wieder zurück. Oder andersrum, je nachdem. Also man kann dann wahrscheinlich da auch parken und dann wird man auch hier hingeschattelt. Da gibt es ja auch in Frankfurt ganz viele Services, mehr als ein Service, der angeboten wird, der einen mit Parkplatz und Shuttle versorgt.
Und das machen wir dieses Mal so. Platzhirsch ist es geworden. Bin gespannt. Und einmal ganz kurz, wenn wir schon mal hier stehen und unsere Köfferchen haben. Allgemeingültig und wichtig. Nicht diese Koffer zu kaufen, sondern eure Koffer, die ihr habt, im Vorfeld zu fotografieren, damit ihr, wenn die verloren gehen, nicht irgendwo am Schalter steht und sagt, ja, der war eckig und schwarz. Bringt nicht viel. Fotos ist ein bisschen sinnvoller. Wenn ihr ein Schloss habt, also wenn ihr einen Koffer mit Schloss euch holt, dann guckt, dass es ein TSA-Schloss ist. Wenn ihr ein Vorhängeschloss dran machen wollt, guckt, dass es ein TSA-Schloss ist. Sonst kann das sein, und das dürfen die, wenn die da reingucken wollen, ihr seid noch nicht mal in der Nähe, dass das einfach aufgeschnitten wird und dann ist es halt kaputt und auf. Und ein TSA-Schloss können die öffnen. Zerstörungsfrei. Das einmal, und wenn ihr solche Fotos macht und die speichert, macht die vielleicht auch von eurem Reisepass, von allen anderen wichtigen Dokumenten, die ihr für die Reise braucht, speichert euch das extern, falls nämlich auch euer Mobile Device irgendwie verloren gehen soll oder entwendet wird oder sonst irgendwas, schickt es euch selber irgendwie per E-Mail, speichert das auf irgendwelchen Server und schickt es irgendwelchen vertrauenswürdigen Menschen, die euch das zur Not auch nochmal schicken können. Das wäre schon mal eine wichtige Sache, die man beachten sollte. Und in Vorbereitung für so einen Trip braucht ihr zum Beispiel auch im Fall von den USA als deutscher Staatsbürger einen gültigen Reisepass. Der muss aber auch noch 90 Tage gültig sein bei Einreise, weil ihr dürft auch nur 90 Tage bleiben und ihr wisst, wie ich das meine. Und dann ist es auch noch sehr wichtig, dass ihr, ich nenne es jetzt mal, ein Visum braucht. Je nachdem braucht man ja irgendwelche Visa nach irgendwelchen Einreiseländern oder nicht. Das ist in den USA das sogenannte ESTA. Wenn ihr das euch holt, geht bitte auf die Seite des Auswärtigen Amtes von uns hier, so Auswärtiges Amt, USA. Da ist die offizielle Website verlinkt von den USA, vom ESTA. Nur das kauft ihr, kein anderes. Bitte. Wirklich nicht. Auch wenn das so verlockend klingt und ihr mehr Geld ausgeben wollt, weil die meistens nämlich mehr kosten, wenn das irgendwelche Drittanbieter sind. Wenn das Geld weg muss, geht auf redreview-shop.de zum Beispiel. Da könnt ihr das Geld loswerden. Wir verwalten das gerne. Wir geben das gerne für euch aus. Das ist kein Problem. Wenn euch das belastet, was ich verstehen kann, wir bringen es im Umlauf und dann haben wir alle was davon. Wir kurbeln die Wirtschaft an. Nee, aber es ist wirklich nur über die offizielle Website. Und dann auch da alle Angaben vernünftig machen. Ihr packt bitte euren Koffer selber. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste im Vorfeld. Das ESTA würde ich persönlich, das habe ich niemals so selbst erlebt, aber in ausgedruckter Art und Weise mitbringen. Es gibt Airlines, die wollen das ausgedruckt sehen, obwohl das Ganze eine digitale Sache ist, die man noch nicht mal digital vorzeigen muss, sondern die ist einfach mit eurem Pass gekoppelt. Aber es ist immer noch Deutschland. Habt es einfach ausgedruckt dabei. Sicher ist sicher. Auch wenn es Quatsch ist und nicht sein muss, aber das ist das Einzige, wo ich denke, ja, das kannst du euch ausdrucken, aber jetzt müsst ihr nicht in den großen Klassenstühle alles dabei haben. Und dann ist man erstmal vorbereitet. Stand jetzt ist das ESTA übrigens, damit ihr so eine Orientierung habt, ob das auch stimmt oder nicht, bei $21. Wird auch immer teurer. Aber es gibt ja jetzt auch sowas andersrum für Nicht-EU-Bürger, wenn du in die EU willst. Das funktioniert wohl noch gar nicht so gut. Haben wir in dem Fall mal Glück gehabt, aber es gibt es ja auch in anderen Ländern. Und solltet ihr zum Beispiel über Kanada fliegen und da umsteigen, müsst ihr das kanadische ETA heißt das, glaube ich. Das müsst ihr euch dann leider auch holen. Das ist er, der Platzhirsch-Shuttle. Hup, hup. Was wir oft gefragt werden, wo wir buchen, was wir buchen, wie wir buchen, und das ist eine Standardantwort, die ich euch dann auch immer schreibe. Das kommt leider immer drauf an, und auch wir müssen jedes Mal aufs Neue alles miteinander vergleichen, und es gibt Vergleichsportale, aber auch die müssen wir miteinander vergleichen und dann nochmal den Vergleich ziehen zu den entsprechenden eigenen Brands und Buchungsseiten. Und so haben wir das zum Beispiel, wo wir jetzt hier sind, beim Platzhirsch hatten wir noch nie. Haben wir jetzt irgendwie zufällig gesehen, sind bis jetzt auch ziemlich zufrieden. Eine gute Zimmerrate. Wir wissen jetzt nicht, was das Parken kostet, vor allem nicht, wenn du es mit einem längeren Zeitraum machst. Hast aber hier noch eine schöne Gastro unten mit fairen Getränkepreisen. Essen ist auch vom Preis vollkommen in Ordnung. Ist halt Convenience, aber eine gute Auswahl, sodass wir hier geblieben sind und nicht irgendwo da durch die Büsche zum Mazedonier. Aber es war vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass wir hier hinkommen. Und ein Supermarkt dann da vorne. Das Parkhaus auch mit 24 Stunden Snack- und Getränkeautomaten. Also wenn du auch später hier ankommst,
funktioniert das. Und auch mit den Flügen buchen wir immer das, was irgendwie gerade am sinnvollsten und am Ende des Tages auch am preiswertesten ist. Es war ja auch mal in den Kommentaren ganz viel so, ja, ihr fliegt nur mit British Airways, hat das einen bestimmten Grund. Und das war, ich glaube, es war sogar so eine Serie von 2 Jahren, wo das fast nur war und dann immer über London Heathrow ging. Und da hatten die einfach die unschlagbar besten Preise. Und das war, glaube ich, auch die Zeit, wo irgendwie alle ihre A380 gepackt hatten und British einfach mit denen weitergeflogen ist und da halt gut Leute durchgeschaufelt hat. Als Beispiel. Morgen werden wir in ein Flugzeug von United Airlines steigen und wir sind noch nie mit United geflogen. Also ich meine auf jeden Fall, dass wir noch nicht United geflogen sind. Ich kann das auch alles irgendwann nicht mehr mir merken. Mietwagen, exakt das Gleiche. Alles immer einmal durchschauen, alles einmal vergleichen und wir hatten jetzt schon was gebucht und haben jetzt kurz vorm Trip nochmal geschaut und haben dann das Gebuchte storniert und haben was anderes gebucht, weil wir dann für, ich glaube, das war Mühe mehr an Geld, viel größeres Auto gekriegt haben. Und wir haben auch ein zweites Auto auf dieser Tour und das mussten wir quasi neu buchen, weil da wurden wir gedowngradet mit Rückerstattung, weil die verfügbare Fahrzeugklasse nicht mehr hatten, die aber dann nicht für uns passt, eine weiter unten, auch wenn wir das Geld zurückbekommen. Und auch da hatten wir eigentlich so ein sicheres Pferd, auf das wir eigentlich fast immer gesetzt haben. Und das war dieses Mal nicht das günstigste und so haben wir da auch wieder geswitcht, beziehungsweise wurde es ja gecancelt. Hotels das gleiche, ob die typischen Buchungsportale oder nochmal eine andere Seite, auch da muss man sich leider durchackern, das gehört dazu. Auch bei uns. Wir haben kein Geheimrezept, können nicht zaubern. Das einmal auch hier nochmal der Vollständigkeit halber. Neun. Oh. 9. Liebe Gäste, Ihre Bestellung ist da. Dankeschön. Guten Appetit und auf Wiedersehen. Guten Appetit. Peoples, schönen guten Morgen. Also wir können uns über unsere Flughafenübernachtungsgelegenheit nicht beschweren. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Die Kids, die mit im Bus waren jetzt, in dem Shuttle, Glückwunsch. Die haben nämlich einen Uwe Platzhirsch gekriegt. Das ist das Maskottchen und so großes Plüschtier. Das wurde dann gerade noch vom Busfahrer verteilt und verschenkt. Crazy. Gutes Marketing, aber crazy. Ich wollte mir schon die Schuhe ans Knie machen. Und jetzt sind wir im Flughafen, weil wir auch wir haben online eingecheckt und sollten dann an das Kiosk und selber dann die Koffertags ausdrucken, schmeißen den Automaten in den Koffer, dann ist er weg. Tja, das geht nicht, weil wir nicht dürfen. Also der eine sagt, oh, hier, mach mal. Und diese Kiosk-Eincheckerei mit Pass drauf und Ticketscan hat bei uns noch nie funktioniert. Jetzt hat das funktioniert, bis die Freundlichkeit höchst persönlich vorbeikam. Wir sind in Deutschland und uns angeschnauzt hat, dass das nicht geht. Und wie das geht nicht? Aber das geht doch. Es geht nicht bis an den Schalter. Warum soll ich an den Schalter? Ich hab hier hinkommen und nein. Und Uschi so, jo, alles klar, ist das irgendwie was Persönliches? Ja, wenn Uschi was für sich sagt beim Weggehen, sagt ihr das halt so, dass das exakt an den adressiert ist, der es auch abbekommen soll. Ich will es ausprobieren. Ich vermute, ich habe ganz viele Vermutungen. Zum einen vermute ich, entweder kann sie ihren Job nicht oder ist so blöd, das zu erklären, was denn ihr scheiß Problem mit uns ist. Denn Vermutung 2 ist, dass diese super tollen Kindersärge, die sich als Koffer tarnen, haben vielleicht Probleme mit diesen automatischen Automaten zum Koffer aufnehmen. Das hatten wir nämlich
vor zig Jahren schon mal hier mit Lufthansa und das hat nicht funktioniert. Wir stehen übrigens hier an der gleichen Ecke, wo wir mit Air India vor 2 Monaten oder vor 3, man weiß es nicht, standen und dürfen jetzt warten, bis dann jemand von United seinen Schalter aufmacht, um doch dann hier anzustehen und den ganzen Quatsch zu machen. Deutschland. Vielen Dank für nix. Ja, das machen wir dann jetzt mal. Schauen wir mal. Und wir haben gerade schon, das war zu befürchten, aber gerade schon den Ratschlag-Hinweis bekommen, dass die Sicherheitskontrolle schwierig ist. Wir sollten das auf jeden Fall sofort dann erledigen. Und da ist es natürlich wieder das große Roulette. Du kannst eigentlich größere Gebinde mit Flüssigkeiten hier mitnehmen, weil die neuen Scanner in Frankfurt auch haben. Aber nicht überall. Wo, weiß man nicht. Toll, oder? Also wir sind vorbereitet, haben was dabei. Kommt jetzt noch drauf an, wo wir landen, um das mit durchzubringen. Danke. Oh Mann, ey. Peoples, wir sind weitergekommen. Es kam noch eine Erkenntnis, das habe ich gerade eben vergessen. Es ist natürlich auch möglich, dass das wegen dem kleinen Interview, was man nochmal hat, bevor es in die USA geht, sein kann, dass wir das einfach nicht aufgeben durften, das Gepäck. Aber das macht auch keinen Sinn, weil das Ganze passiert hier noch einmal nach der Sicherheitskontrolle. Wir haben jetzt aber einen Sticker schon drauf gehabt auf unserem Boarding Pass, weil wir das jetzt beim Baggage Drop hatten. Also davor ist ein Dude, der fragt, was machst du da in den USA, was hast du vor, wie lange bleibst du? Keine Sorge, das Ganze kommt bei der Einreise, bei der Immigration natürlich nochmal. Einreise wird auf jeden Fall auch spannend, denn wir steigen in Chicago um dann nach Dallas zu fliegen, müssen aber die Zollabwicklung, die Immigration in Chicago machen, weil das der erste Spot ist, wo wir amerikanischen Boden betreten. Und mit dem Problem, dass wir da einmal unsere Koffer holen müssen und die wieder aufgeben müssen. Unfassbar nervig. Mit Warteschlangen hast du auf jeden Fall schnell ein Problem, aber das ist dann das Problem von Zukunftspro und Zukunftsuschi. Da kümmern sich dann darum, wenn das soweit ist, passiert ist, dass das kein Stress ist, zeigen wir dann auch. Habe ich jetzt angekündigt, wird bestimmt voll schlimm. Und ja, von United auf jeden Fall, gerade beim Kofferabgeben, super nettes, liebes Personal. Auch jetzt hier, Security war alles fein, die waren alle lieb und nett und haben hier, das war auch schnell, war auch nichts los. Und die haben hier neue X-Ray-Geräte, diese Kofferscanner, da kann alles drin bleiben. Du musst jetzt nicht deinen Laptop rausholen. Das Wichtige ist, der ist vertikal da drin. Es dürfen Flüssigkeiten drin bleiben, bis 2 Liter. Vertikal ist so. Horizontal müssen die drin liegen. Ich habe nicht gesagt, die dürfen nicht vertikal, habe ich doch. Nein, die müssen vertikal liegen, hast du gesagt, glaube ich. Und hast du so gemacht. Flach. Die müssen flach da drin liegen. Das ist wichtig. Das wird euch auch jemand richtig sagen und vormachen. Flüssigkeiten bis 2 Liter sind jetzt auch erlaubt. Und das ermöglicht neue Möglichkeiten. Man kann einfach mal Getränke mit in ein Flugzeug nehmen. Wir hatten das aber auch schon, dass das nicht ging. Also das ist auch möglich. Genau, und dann war jetzt hier nochmal im Terminal an den Gates war nochmal eine Lane und dann war dann jemand gefragt, welche Airline, ja, United, ja, dann einmal hier, bitte lang und dann war direkt auch so, ihr habt ein Sticker, ja, alles klar, viel Spaß. Ja, das erstmal dazu, ansonsten wird jetzt geflogen. Uschi hat in der App schon gecheckt, was es heute zu essen gibt. Die süßen Schupfnudeln wird es jetzt zum Frühstück bei Uschi geben. Ich werde mich dann für die Scramble Eggs entscheiden mit Knös. Zum Mittag, gibt's Mittag? Nee. Gibt nur jetzt Frühstück und dann gibt's, wenn wir ankommen, hab ich Bock drauf, Pizza, so Pizza Roll mit Salami und Paprika. Geil. Das ist richtig geil. 9 Stunden fliegen wir dann jetzt, 9 Stunden 10 fliegen wir, glaube ich, nach Chicago und von da aus auch nochmal knappe 3, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Genau. Das auch dazu, in der App steht sogar die Flügelspannweite des Flugzeugs. Wichtig. Ich werde euch dann jetzt mit ein paar Schnittbildern beglücken. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal alles das, was man vorher wissen muss bis zu dem Punkt. Ich hoffe, ihr habt euren Reisestecker, Steckdosenadapter dabei, weil wenn nicht, gibt es im Flughafen die Möglichkeit. Ob das so geil ist, weiß ich nicht. Und das muss man noch haben. Und wir haben ja einen Mietwagen, haben wir auch schon besprochen. Da empfiehlt es sich auch, Offline-Karten runterzuladen. Wenn ihr mit zum Beispiel Google Maps zum Beispiel navigiert oder Apple-Karten oder sonst irgendwas, damit ihr nicht das ganze Datenvolumen verbraucht, was ihr eventuell habt. Da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Wir hatten in der Vergangenheit schon Unlimited Travel Sims für ein Apfel und ein Ei.
Aktuell sind die E-Sims, Travel-Sims extrem teuer, sodass wir, also das Uschi über unseren Mobilfunkanbieter, den wir hier in Deutschland haben, so ein Paket gebucht hat. Und bei mir sind in dem Tarif, den ich habe, 20, 25 Gigabyte pro Jahr, nicht EU, also Ländergruppe 1 und 3 war das, glaube ich, oder 1 und 2, ist auch auf USA auf jeden Fall, sind inkludiert und automatisch dann, je nachdem, was man so hat, was man so kann, was man so will, was man so braucht. Es gibt auch physische SIM-Karten, wenn ihr kein eSIM-fähiges Mobile-Device habt und dann steckt ihr eine SIM-Karte, wenn ihr in den USA zum Beispiel angekommen seid, in euer Handy. Wenn ihr das macht, denkt daran, dass ihr diesen kleinen PIN, der beim Handy dabei liegt, mit habt, damit ihr das auch aufbekommt. Sonst wird's tricky. Oder man nimmt einen Ohrring. Ich habe keine Ohrringe, also denke ich an sowas. Aber dann haben wir auch uns da alle vorbereitet. Ihr habt das von eurer Checkliste jetzt abgehakt. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so eine Checkliste erstellen, die ihr dann runterladen könnt, euch ausdrucken könnt und die vielleicht sogar für uns dann sinnvoll ist. Weil auch, egal wie routiniert man das macht, man muss immer im Kopf durchgehen, habe ich das. Und wie gesagt, es ist allgemeingültig, nicht nur für die USA, aber im Spezifischen nehmen wir euch ja auf diese Reise jetzt noch einmal mit. Das war witzig, weil ich habe gerade bei... Leute, das ist so verrückt. Ich stehe nicht ganz vorne und ich sehe, dass der Koffer kommt, weil der da oben lang fährt. Und ihr müsst euch nicht vorknubbeln. Und ich kriege den Koffer trotzdem. Verrückte Welt. Als ich sagen wollte, das war jetzt witzig, weil ich habe gesagt, dass ich guck mal bei Wo ist. Und dann gucke ich und dann kommt er da rausgefahren. Das war lustig. Leute, so, wir sind angekommen in Chicago. Und ja, wie wir es vorher schon gesagt haben, ist Immigration, also die Einreise, und danach holt man seinen Koffer, um den 5 Meter später wieder aufzugeben. Aber jetzt nicht Koffer aufgeben, wie ihr das vielleicht kennt, sondern ihr kommt an ein paar Leuten vorbei, die hier arbeiten, die scannen einmal euer Luggage Tag und dann schmeißen Brutus Brutalos die Koffer dann auf das nächste Band. Also wenn die schon mit den Koffern so umgehen, wenn die Leute, die die Koffer besitzen, dabei stehen, weiß ich nicht, was da noch so passiert. Dann sind wir von Terminal 5 zu Terminal 1 mit der Bahn hier gefahren, mussten noch mal durch die Sicherheitskontrolle und sind jetzt eine Viertelstunde vor Boarding am Gate angekommen. Wir haben Gas gegeben. Wir sind bei der Immigration sauschnell durch gewesen. Das waren keine 5 Minuten, die wir gewartet haben. Und Koffer ging auch relativ schnell. Und jetzt waren so 35 Minuten, glaube ich, Sicherheitskontrolle. Und das Gate ist direkt hier. Wir haben ja euch Sabine Gökhan schon mal gezeigt. In Istanbul, der Flughafen, der schrecklich ist. Also der ist jetzt gefühlt hier in Terminal 1, in dem Bereich auf Platz 2. Der hat aber auch wirklich unsexy Ähnlichkeiten mit Austin. Den fand ich auch nicht so gut. Ja gut, das ist auch gar nicht so wichtig. Das auf jeden Fall erstmal dazu. Wir sind eine halbe Stunde früher gelandet als geplant. Heißt, wären wir nicht früher gelandet, hätten wir jetzt ein gewaltiges Problem. Aber wenn euch das passieren sollte, dass ihr in den USA landet und euren Anschluss nicht bekommt durch zu lange Sicherheitskontrolle, zu lange Immigration, die man mich nicht irgendwie beschleunigen kann. Sicherheitskontrolle, kannst du noch jemand Bescheid sagen, ey, ich fliege gleich, kann ich mal bitte vorne ran.
macht euch da nicht so einen riesen Kopf, geht dann zum Schalter eurer Airline, mit der ihr fliegt und schildert denen das kurz, wenn überhaupt nötig. Und dann bekommt ihr einfach ein Ticket für den nächsten Flug. Und also so haben wir das bisher erlebt und nicht nur einmal, sondern auch schon mehrfach an verschiedenen Flughäfen mit verschiedenen Airlines, glaube ich sogar. Und wir hatten das in Atlanta mal, da waren wir zu viert und dann haben wir den Delta-Anschluss nicht bekommen und dann waren wir auf einer Standby-Liste, dann ist ein Monitor am Gate, ich weiß nicht, ob da vorne auch eine Standby-Liste ist. Da steht Standby-Liste, ja. Ja, guck mal. Und wenn dann Leute nicht kommen, könnt ihr nachrücken und können noch mitfliegen. Und die letzten 4 Plätze haben wir damals da auch bekommen. Mit Moritz hatten wir das auch, aber da weiß ich gar nicht mehr, wo wir umgestiegen sind. War das nicht in Miami? Ich merke gerade, das klingt alles ein bisschen drüber, wenn man diese ganzen Städte aufzählt. War das mal da, war das mal da? Aber das ist über all die Jahre gesammelt, ne? Genau, und dann fliegen wir jetzt gleich jeden Moment von Chicago nach Dallas in Texas. Das ist unser Zielflughafen. Und da fliegen wir auch knappe 3 Stunden auf das Stück. Spannend, dass wir bis hierhin noch mal fahren werden auf dieser Tour. Das heißt, um sich das noch mit dem Beispiel Istanbul vorzustellen, da fliegst du ja auch so 2 bis 3 Stunden hin. Jetzt stellt man sich mal vor, würde man eine Tour machen, wo man die Hälfte der Strecke bis nach Istanbul hat und dann wieder zurück. Das vielleicht auch noch mal zu dem, wenn immer kommt, warum fahrt ihr nicht da und da noch hin, wenn ihr schon mal in den USA seid? Das ist ein bisschen größer alles. Genau, dann haben wir es aber jetzt erstmal. Bin froh, wenn das vorbei ist. Ich hasse Fliegen. Und unser Flug jetzt gerade war auch überbucht. Das war auch für einige nicht so dolle. Wo schlägst du hin? Das lenkt ab. Ich war fast fertig. Gut, wir bereiten unser Entertainment vor, weil ich glaube, dass kein Onboard-Entertainment jetzt geboten ist. Und dann noch zum Schluss, wir saßen in einem relativ neuen Dreamliner. Das war echt cool. Und was wirklich toll ist, es wurde aber auch mehrfach nochmal zusätzlich durchgesagt. Also nicht das, was ich jetzt sage, aber es ist kein Fenster rausgeflogen. Aber das nochmal nach dem Sicherheitsvideo durchgesagt wird, manuell quasi, wenn jetzt die Sauerstoffmasken von oben runterkommen, wie die zu benutzen sind. Weil Boeing ist da ja in letzter Zeit, fliegen die oft mit offenen Fenstern, was grundsätzlich nicht so schlau ist. Aber Fliegen ist wie Achterbahnfahren unglaublich sicher. Und Fliegen und Achterbahnfahren kann man da wirklich gut vergleichen. Nicht nur wegen den ganzen Redundanzen, die überall sind, sondern auch, wenn ja mal was passiert, dann ist es überall groß in den Medien. Wie viele Flugzeuge sind die ganze Zeit am Himmel? Wie viele Achterbahnen rollen gerade durch die Gegend? Und es passiert nichts. Und wenn es ja mal dann zu kommen sollte, weltweit, dann ist es halt immer ein großes Thema. Irgendeine Durchsage für uns. Wir sehen uns gleich in Dallas wieder. Ja. Das welches Hello Kitty nehmen jetzt erst. Da kommt noch jemand. Wie ist denn hier los, ey? Wohnen Sie hier? Juhu! Oh, das ist neu. Ist da irgendwas ausgelaufen oder draufgelaufen? Toll, vielleicht ist auch... Nee, bestimmt ist mein Getränk ausgelaufen. Nee, jetzt bin ich weg. German Iced Tea. So Leute, wir sind mit dem Shuttlebus gefahren zu der Mietwagenbude und ich mache mal jetzt, ich habe das jetzt an Kettchen hängen, ich habe gerade keine Alternative und ich möchte mich ein bisschen beeilen. Also ich muss mich nicht beeilen, aber ich möchte, kann ich das ja auch umklappen? So, wir haben ein kleines Auto und für alle alten Herren und Dieseldieters unter euch, dann freut ihr euch, jetzt haben wir einen Ram als Pickup-Truck, Full-Size-Pickup-Truck haben wir gebucht. Die haben jetzt gerade nur Ram hier, ist jetzt auch nicht so schlimm. Geiles Onboarding, also hier auf dem Platz der Dude. Ja, welcome to Texas, besser gesagt, welcome back in Texas, weil wir schon mal hier waren. Und hat uns auch gefragt, ob wir in Deutschland auch Ford fahren, weil wir gesagt haben, okay, der F-150 wäre ganz cool, wenn er hast. Ja, Ranger Raptor, ja, komm hör auf, wie geil. Und ja, ich pack mal den Kram noch weiter rein.
Normalerweise, das wäre jetzt funky gewesen, hätten wir euch gerne gezeigt, wie man Autos einfach aussuchen kann. Das haben wir euch bei der letzten Tour gezeigt, wo wir in Las Vegas gelandet sind. Da ist nämlich einfach so, ja, geh in Zone so und so. Das ist dann die Zone, die man gebucht hat oder die Kategorie und such dir aus, was da steht. Schlüssel liegt drin. Hier ist das nicht so, das holt dann einer hier nach vorne das Auto. Aber du kannst natürlich trotzdem eine Präferenz, die haben nämlich alles an Trucks hier, sagen, was du gerne hättest. Aber er hatte jetzt nur das und hat den großen Ram genommen. Das ist auch okay. Gott, sehe ich scheiße aus. Ja, ich war bis jetzt noch gar nicht im Video, aber ich bin natürlich auch dabei. Tada! Ich weiß auch, warum ich noch nicht im Video war, wenn ich mich jetzt so angucke. Was ich noch sagen wollte ist, Bro hat ja gesagt, das kann man jetzt hier nicht sich einen aussuchen. Ich glaube, dass man das halt schon kann, aber jetzt nicht in dieser Kategorie zumindest. Weil es sieht so aus, als ob die Autos, die hier stehen, als ob die halt eine andere Kategorie haben und du dann einfach hingehen kannst und die einen aussuchen kannst. Ja. Und noch irgendwas anderes wollte ich sagen. Und er hat noch gesagt, ja, wenn ihr doch ein anderes Auto wollt, könnt ihr auch am Donnerstag noch mal wiederkommen. Ich glaube, da kommen noch mal ein paar mehr rein von so irgendeinem anderen Standort oder so. Dann könnt ihr das gerne auch noch mal switchen, wenn ihr möchtet. Voll süß. Ja, mega. Machen wir natürlich nicht, aber ja. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ordentliche 30 Grad, glaube ich, und es ist ordentlich Luftfeuchtigkeit, weil es hat hier wohl gewittert. Thunderstorms, stand auch im Flugzeug, dass es hier Thunderstorms irgendwie in Dallas gibt. Mal gucken. Ne, ist jetzt nicht. Wir machen uns jetzt so ein bisschen ready. Der Bro hat hier alles eingeladen. So, wo ist... Dann kramt er jetzt mal eben da seine Cables raus. Ja, die man so braucht. Um das Handy zu laden und vielleicht auch die CarPlay-Verbindung, wenn es denn eine gibt, herzustellen und so eine dreht. Ja, und dann fahren wir jetzt gleich 2 Stunden einmal zum Hotel und auf dem Weg grabben wir uns auf jeden Fall noch einen Drink. Wir haben zwar was mit, hat ja Bro schon gezeigt, und fahren dann irgendwie zur Tankstelle und holen uns noch was, weil der große Einkauf wird wahrscheinlich erst morgen kommen, weil da haben wir vormittags noch genug Zeit, weil unser Ziel erst abends aufmacht. Kleinkoffer müssen bei dir auf die Seite. Hast du erzählt, dass es egal ist, wenn die Schrammen dran sind? Achso, nein. Don't be gentle, it's a rental. Draußen verschrammt. Hier hat jemand drauf gekotet. Das Lenkrad ist komplett abgeschrammelt. Wie auch immer man das macht. Aber ja, deinlenkrad.de fährt jetzt auch keiner hin. Von hier aus. So, das noch bei dir hin und dann kommen wir los. Ja, okay. Hier zum Beispiel, ne? Hier sind so ein paar Shrams. Shram on the Ram. Aber das ist hier halt total Schnurz. So, der Bro macht das gut. Das kann ich jetzt auch mal zeigen, wie gut er das macht. Toll macht der Bro das. Was hast du? Nein, noch nicht. Ich habe G-Film. Ja, wir machen ein Foto jetzt gleich von unserem Kennzeichen. Weil das braucht man manchmal bei manchen Hotels. Und es kann ja sowieso auch nicht schaden. Wir haben hier 11.110 Meilen. Das ist ja noch spannend. Wenn wir jetzt drauf schrammeln. Heard you moved on, got a new man, someone to call your own. Hope you know I haven't been the same, baby, since you've been gone. Feel it coming when the sun goes down, I see your face when I close my eyes. Wir haben hier in der Mitte dieses coole Fach mit diesem Ram drauf. Und wenn man das aufmacht, ist da erstmal nicht viel drin. Und das kann man irgendwie auch noch hier ausklappen. Da ist auch irgendwas drauf. Keine Ahnung, das kann ich nicht erkennen. Bro, da ist mal das Original-Handbuch eingeschweißt da drin gefunden. Ja, wir haben nämlich den 2026er Ram 1500. Ja. Aber Christmas Eve ist er vom Band gelaufen. Ach, guck morgens mal. 5.53 Uhr an Heiligabend. Ach, wie schön. Heiligabend bedeutet hier halt nicht so viel, ne? Vor allem nicht 5.35 Uhr. Und hier in der Rückseite von diesem Fach ist natürlich ein Winkelmesser drin und hier, da kannst du alles mögliche, Dezimalchart und was steht denn noch, Standard Metric Range Conversion, ach, Umrechnung für Meter, auch geil. Wir haben Stau. See your face when I close my eyes.
I blame it on the night. I blame it on the light in this lonely bar. Thought what we had was right. We've been through this 100 times before. Our light went out so long ago. I forget it's hard to see in the dark, so I blame it on the night. I blame it on the night. Ah ja. Ja, genau das habe ich mir auch schon wieder gedacht. Das ist doch Quatsch, oder? Das ist der Standstreifen. So, ja, das ist richtig. Nimm mal mit. Komm, alles für die Vlogs benutzen. Like a shooting star. Jetzt wird's amerikanisch, Leute. 7-Eleven. Guck mal, geil. F-150 Polizei. Deswegen kann man sowas auch nicht in schwarz kaufen. Du siehst direkt, dass du da einen Streifenwagen hättest. America, würde ich mal sagen. Ist das geil, ey. Ich habe keine Ahnung. Schmeckt nach Freiheit wahrscheinlich. Das steht da drauf. Was Echt? Also, Ultra Red, White and Blue Res. ja, Ja. das ist Bescheid. Vorsicht, da möchte jemand einparken. Komm mal bitte hier rein. Das Auto ist groß genug. Geschredderter Fruchtzwerg. Ich bin etwas von dem Dodge abgelenkt, der gerade irgendwie mich komisch anguckt, weil der irgendwo gegengefahren ist, vorne rechts. Oh. Siehst du das? Nö, ne? Ja, doch. Fehlt die Hälfte. Achso, du probierst nicht gut. Dann tue ich das jetzt hier hin. So bright, nothing could bring us down. Why is it so hard? Fix a broken heart. One more drink to drown you out. Been for way too long. I still hear you in every song. I blame it on the night. I blame it on the light in this lonely bar. Thought what we had was right. We've been through this 100 times before. Our light went out so long ago. I forget it's hard to see in the dark, so I blame it on the night. Yeah, I blame it on the night. Blame it on your touch, your kiss. You're the one thing that can save me from this darkness. What I can have, I want the most. Girl, your loving is worth the fight. I blame it on the night. I blame it on the night. I blame it on the night. Das war nicht die Ausfahrt. Der ist einfach aus dem Drive geradeaus rausgefahren. Wir sind jetzt bei Whataburger, weil wir müssen heute auf jeden Fall noch was essen. Whataburger ist richtig geil. Die sind heute noch family-owned und gibt es nicht in allen Bundesstaaten, aber in Texas gibt es Whataburger. Wir haben euch das schon ganz oft erzählt, dass Becher verjüngt sind, damit die Getränkehalter passen. Das zeigen wir jetzt auch noch. Wer jetzt denkt, bei ihr ekelhaften, das ist Medium. M. L ist noch größer. Und da wir schlau aufgeräumt haben, habe ich hier noch mehr Zeug. Zack, guck mal, das schließt da ab. Zum Glück habe ich in der Tür nochmal 2 separate Getränkehalter. Und ich habe hier noch Getränkehalter. So, und da sind Getränke. Aber hier sind auch 2, bei mir in der Tür hast du auch 2. Auch crazy. Auch gummiert, ne? Ja, Kannst du das aber fürs Mikro sagen? auch gummiert. Und jetzt geht's wieder nach vorne, Leute. Wow, wow. Da kann ich ja auch im Christian Fahler Dom mit auftreten. Ne? So, demonstrativ bin ich hier nochmal in dieses Loch gestiegen. So, wir sind ja im Hotel. Das ist übrigens zwingend notwendig beim Beantragen des ESTAs und auch das bei jedem Mal neu einreisen.
dass ihr auf jeden Fall die Adresse von eurem ersten Hotel eurer Reise habt. Ob das jetzt nur für eine Nacht ist oder für euren ganzen Aufenthalt, ist egal. Aber das müsst ihr haben, damit eine Adresse angegeben werden kann. Und Autofahren werden wir wahrscheinlich jetzt die Tage noch ein bisschen drüber sprechen. Und ansonsten haben wir eingecheckt, wir stehen vor der Tür, wir haben jetzt was gegessen. Jetzt machen wir uns lang. Aber das wollte ich noch gucken. Wie spät ist es jetzt gerade in Deutschland? Theoretisch ist es jetzt 3:30 Uhr zu Hause, einen Tag später, heißt wir waren 23,5 Stunden unterwegs. Bis zu diesem Zeitpunkt, vom Aufstehen in Frankfurt. Man stelle sich vor, man wäre jetzt irgendwie noch aus Action Town nach Frankfurt gestartet, was wir den Tag vorher gemacht haben, was ihr auch in diesem Video gesehen habt. Tag 0 und Tag 1 in einem. Und morgen geht's los mit Walmart Supercenter. Wir müssen einkaufen. Wir sind natürlich hier nochmal beim Frühstück, das werdet ihr sehen. Und wir machen einen Freizeitpark, den wir schon mal besucht haben, wo wir 0 Achterbahn gefahren sind. Ob wir morgen da was fahren werden, es bleibt spannend. Unwetter ziehen auf. Die sind ein bisschen komisch. Die haben uns mal versetzt. Dann hatten wir unsere eigene Privatparade durch den Park. Mehr dazu morgen. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, jetzt wird es spannend für alle, die hier ab und zu schon mal einen Tourvlog verfolgt haben. Alle anderen, viel Spaß beim Angucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Und beim Abonnieren des Kanals, um das zu supporten. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie die Tour heißt. Und wie die Tour heißt, erfahrt ihr jetzt mit dem Tour-Intro, was am Ende dieses Videos kommt. Und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier auf dem Radio YouTube-Kanal. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial! All right, folks, y'all have fun with the new vlog.